Hi, kennst du das? Du trainierst noch mehr und noch härter und irgendwie bringt's nichts. Du wirst eher noch kaputter und noch unfitter. Und bei deinem Mann oder deinem Freund funktioniert alles wie gehabt. Gib mir 10 Minuten und ich erkläre dir, warum das so ist und wie du mit Krafttraining, High-Intensity Interval Training, Sprint Interval Training bessere Ergebnisse erzielen kannst in kürzerer Zeit. Ich bin selber 49, also in dieser Phase der Wechseljahre oder Perimenopause. Und ich habe das jetzt die letzten 2 Monate selber ausprobiert. Also warum funktioniert das Training wie bisher nicht mehr so richtig? Ja, in den Wechseljahren tut sich ja hormonell sehr viel. Erstmal schwanken die Hormone, aber in Summe nehmen sie natürlich ab. Also besonders das Östrogen und das Progesteron. Und sie haben halt noch andere Aufgaben, sind also nicht nur für die Eierstöcke und so weiter zuständig, sondern haben eben noch andere Aufgaben. Eine wichtige Aufgabe des Östrogens ist eben auch, dass es am Muskelaufbau und Muskelerhalt beteiligt ist, weil es ein anabolisches Hormon ist. Wenn es jetzt eben abnimmt, brauchen wir stärkere Reize, um eben diesen Muskelaufbau zu generieren oder eben auch die Muskeln zu erhalten. Da kommt eben Krafttraining ins Spiel zum Beispiel. Das Östrogen ist auch an der Blutzuckerregulierung mit beteiligt. Wenn es jetzt eben abnimmt, fehlt das. Und da kann es zur Insulinresistenz kommen. Da kommt auf der einen Seite das Krafttraining ins Spiel, um die Muskeln aufzubauen, weil Muskeln auch ohne Insulin Zucker aufnehmen können. Und auf der anderen Seite das Sprint Interval Training, was nachweislich die Insulinsensitivität wieder erhöht. Östrogen ist eben auch unser Gegenspieler zum Cortisol und zum Stresshormon. Wenn jetzt das Östrogen abnimmt, fehlt dieser Gegenspieler. Und das Cortisol kann steigen. Auch weil wir eben in der Phase des Lebens sowieso schon ziemlich viel Stress haben. Mit Familie und Job und pubertierenden Kindern etc. Deshalb sollten wir unseren Körper nicht über Gebühr dann noch mit ewig langen Cardio-Einheiten stressen. Lieber eben kurz und knackig durch ein High-Intensity-Interval-Training oder ein Sprint-Interval-Training, die ja eben auch noch diese langen Erholungsphasen für den Körper eingebaut haben. Deshalb ist eben diese Kombination aus Krafttraining, High-Intensity-Interval-Training und Sprint-Interval-Training für uns Frauen, besonders in diesen Wechseljahren oder der Perimenopause, ideal. So, und beim Krafttraining arbeiten wir darauf hin, dass wir möglichst schwere Gewichte heben können. Also jetzt nicht mit so einer 1 Kilo Hantel irgendwie 30 Wiederholungen, sondern schon 5 bis 8 Wiederholungen, 3 Sets und dann aber schon mit stärkeren Gewichten, um eben diesen Impuls zum Muskelaufbau besser setzen zu können. Das High-Intensity Interval Training ist eben eine Trainingseinheit zwischen 10 und 30 Minuten. Da wechseln sich die Belastungsphasen mit den Erholungsphasen ab. Also eine Belastungsphase kann zum Beispiel 4 Minuten sein und bei ungefähr 85% der maximalen Herzfrequenz liegen. Und das wechselt sich dann eben mit einer Erholungsphase von 2 bis 4 Minuten ab. Also von der Belastung her liegen wir da bei einer Skala von 1 bis 10 ungefähr bei einer 8. Ein Beispiel für ein High-Intensity-Interval-Training wäre zunächst natürlich erstmal 3 bis 5 Minuten aufwärmen, zum Beispiel auf so einem stationären Fahrrad. Und dann 8 Mountain Climbers, dann Squats oder Kniebeugen, 12 Stück, Ausfallschritt nach hinten oder Reverse Lunges, 8 Stück pro Seite, 16 Jumping Jacks und 12 Push-Ups oder Liegestützen. Das Ganze 3-mal hintereinander, dann 2 Minuten Pause, nochmal 3-mal hintereinander und dann wieder Pause und so oft wiederholen, wie man natürlich kann, aber langsam anfangen und das Ganze dann eben steigern. Ja, und jetzt zum Sprint Interval Training. Also da sind eben diese Einheiten noch kürzer. Das heißt, die Belastungsphase ist eher so bei 30 Sekunden. Dafür wird aber auch auf maximale Herzfrequenz gegangen. Die Erholungsphase auf der anderen Seite ist aber noch mal länger als beim normalen HIIT-Training. Also von der Belastungsphase her wäre das auf einer Skala von 1 bis 10 schon eine 10. Was wäre jetzt ein Beispiel für ein Sprint-Interval-Training für Anfänger? Also auf dem Ergometer, also auf dem stationären Fahrrad, natürlich erstmal aufwärmen, ungefähr 5 Minuten, dann 20 Sekunden so schnell man kann, 2 Minuten locker radeln. 20 Sekunden wieder so schnell man kann, 2 Minuten locker radeln. Das Ganze 5-mal und dann langsam nochmal 5 Minuten ausradeln. Ich habe das eben für mich selber ausprobiert. Ich trainiere jetzt seit 2 Monaten Krafttraining, Sprint Interval Training und High Intensity Interval Training. Ich habe mir ein Programm rausgesucht von Haley Happens, nennt sich Power Happens. Das ist eine Zusammenarbeit mit Dr. Stacy Sims. Das ist eine Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin, die sich besonders auf uns Frauen eben in diesem Alter der Wechseljahre Perimenopause spezialisiert hat.
Den Link findest du in der Beschreibungsbox. Was da wirklich cool ist, ist, dass man sich eben so Probetrainingseinheiten erstmal runterladen kann, um sich das Ganze erstmal anzuschauen und eben auch auszuprobieren. Ich mache jetzt eben das Anfängerprogramm von Power Happens seit 2 Monaten. Dass ich ein Programm habe, hat mir extrem geholfen. Da muss ich nicht nachdenken, was muss ich heute machen. Ich schaue rein, ich mache die App auf und sie sagt mir genau, was ich zu tun habe. Was habe ich jetzt nach 2 Monaten mitgenommen, in denen ich jetzt dieses Programm mache? Also zum einen schon mal auf den Körper zu hören. Das Programm gibt mir 5 Trainingstage vor, 3-mal Krafttraining, einmal HIIT und einmal SIT. Und ich habe festgestellt, dass mir das teilweise einfach zu viel ist. Zum einen wegen dem Zeitaufwand. Ich habe natürlich immer den Aufwand, ich muss ins Fitnessstudio fahren, mache dort mein Training, danach fahre ich wieder heim. Das kostet schon mal ziemlich viel Zeit. Auf der anderen Seite aber auch habe ich festgestellt, dass ich teilweise mehr Erholungspausen brauche. Für mich eigentlich ideal, 2 Tage hintereinander zu trainieren und dann einen Tag Pause zu haben. Was habe ich noch so mitgenommen? Das zweite ist, das Programm ist auf Progressive Overload ausgerichtet. Das heißt, das Gewicht zu erhöhen und auch, dass sich die Übungen ändern. Ich habe am Anfang das Gewicht zu schnell erhöht und habe dadurch wieder Schulterprobleme bekommen. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal ziemliche Schulterprobleme. Da konnte ich nicht mal mehr die Handtasche im Auto vom Beifahrersitz hochheben. Da bin ich diesmal wirklich wesentlich vorsichtiger, weil es mehr Sinn macht, lieber langsamer und vielleicht mit weniger anzufangen und dabei aber dann wenigstens dabei zu bleiben. Und dann haben ja viele Frauen Angst davor, irgendwie dann doch zu viele Muskeln zu bekommen und wie so eine Bodybuilderin auszusehen. Das geht nicht so einfach. Also ich trainiere jetzt seit 2 Monaten und ja, es ist alles irgendwo straffer geworden. Aber dass ich jetzt gerade schon Muskelberge habe, kann ich nicht sagen. Da muss man schon sehr hart, sehr viel trainieren und teilweise auch noch nachhelfen. Also vor zu viel Muskeln, auch wir Frauen, brauchen da keine Angst vor haben. Und wenn da mal so ein Tag ist, wo man dann doch ein bisschen müde ist und eigentlich nicht so Lust hat, dann hilft Musik. Aber bitte die Kopfhörer ohne Kabel. Ich musste nämlich feststellen, dass es mit Kabel dann doch besonders beim Sprint-Interval-Training echt gefährlich werden kann. Aber Musik nimmt einen dann wenigstens mit und motiviert einen dann doch noch, das Ganze doch durchzuziehen für den Tag. Wie geht's euch mit dem Thema Wechseljahre und Sport oder Training? Habt ihr eben auch diese Erfahrung gemacht, die ich gemacht hatte, dass das ursprüngliche Training nicht mehr so hilft? Habt ihr jetzt vielleicht neue Impulse bekommen, vielleicht doch mal was Neues auszuprobieren? Oder macht ihr vielleicht schon neue Sportarten, die euch wirklich Spaß machen? Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, würde mich sehr interessieren. Ich probiere nämlich auch gerne neue Sachen aus. Im nächsten Video geht es um das Thema Stressabbau. Wie kriege ich diesen Cortisolspiegel, der bei uns allen meistens etwas zu hoch ist, eher wieder runter, damit sich der Körper besser regenerieren kann, damit er sich erholen kann und man sich auch wieder besser und fitter fühlt. Wenn es dich interessiert, dann schau doch beim nächsten Video wieder rein. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis, dieses Video bietet ausschließlich eine Information und keine medizinische Behandlung, Diagnose oder Beratung. Dazu bitte zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen.